Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute werden wir uns auf die Reise begeben nach dem nächsten legendären Gegenstand. Denn wir sind hier im Legendary Dungeon bei Raum 97 und wir müssen nur ein paar Pilze bezahlen, ja, bis zum nächsten, Revive quasi. Und wer es nicht wusste, man bezahlt pro Stunde 2 Pilze, also alle halbe Stunde bezahlt man, wird halt ein Pilz abgezogen. Das heißt, dass man in 24 Stunden, was waren das, irgendwie auf diese 43 oder 46 oder so Pilze kommt. Ne? Und ja, und jede Stunde geht es halt 2 Pilze weniger. So, und wir werden heute in den Dungeon reingehen. Und ja, ich habe hier schon ein paar Gegner besiegt. Ich bin jetzt hier bei Stufe 100 gleich und habe 21 Schlüssel. Das ist ganz okay. Ich benutze diese Taktik, dass ich bis Etage 100 relativ viele Schlüssel farme und danach dann versuche, möglichst viele Schlüssel dann einzusetzen, damit ich diese dann halt auch, oder damit ich durch möglichst viele Türen halt durchkomme, so, ne? Und ich so wenig wie möglich Schaden kassiere, weil ja, wie gesagt, die Gegner mit zunehmenden Stufen, also ne, 50, 100, 150, 200, immer schwerer werden. Und deswegen kann man jetzt schon anfangen, ab Stufe 100 immer so ein bisschen versuchen zu flüchten und so. Manchmal kriegt man ein paar mehr Schlüssel, hat man Glück, manchmal hat man ein bisschen weniger Glück. Ich hatte jetzt nicht so viel Glück, ne? Und ja, so genauso wie ich jetzt hier gerade den Gegnern ausweiche, da habe ich jetzt auch nicht so viel Glück. Ne? 4-mal in Folge, oder was das jetzt war, 3 oder 4-mal. Ne? Deswegen, das ist jetzt ein bisschen unlucky natürlich. Deswegen hoffe ich natürlich darauf, dass wir jetzt hier ein paar Etagen kriegen, wo ich auch meine Schlüssel ein bisschen einsetzen kann. Ja, und die letzten 50 Etagen sind dann halt die schlimmsten, weil da dann halt die stärksten Gegner auf einen warten. Und das ist halt, ne, das merkt man halt wirklich am Schaden, das ist halt ziemlich krass. Ich hätte am liebsten noch ein paar mehr Schlüssel, weil 20 sind jetzt für die letzten Etagen relativ wenig, muss ich sagen. Ich hatte nicht so viele zusammengefarmt. Da nehmen wir natürlich das hier, weil da hat man halt die Chance, auf in dieses Loch zu fallen und das befördert ein paar Etagen weiter und dann verliert man halt ein bisschen Leben dafür. Es sei denn irgendwie, man steht kurz vor einem Boss, dann teleportiert einen das nicht weiter und wenn man zu wenig Leben hat, dann kann einen das weiter teleportieren und man verliert kein Leben. Also irgendwie gibt es da ein paar Unterschiede. Mal gucken, was wir bekommen. Wir bekommen hier den guten alten Blender. Ich weiß gar nicht bei dem, was passiert, wenn man den angreift. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Gegner, ne? Jo. Also, und wir bekommen noch einen Schlüssel dazu. Ja, wenigstens ein bisschen was. So, natürlich hätte ich mir lieber gewünscht, ein paar Etagen weiter zu sein und durch das Loch zu fallen, weil das hätte ich dann ganz gerne in Kauf genommen tatsächlich. Und wir gucken mal, was die letzten Etagen so passiert. Das ist jetzt tatsächlich mein zweiter Run, den ich mache. Auf den anderen Charakteren, sowohl als auf meinem Free-to-Play-Account und auf meinem Battle Mage und Fragezeichen riskieren, kommen wir riskieren mal das Fragezeichen, sehr nice. Hat sich gelohnt. Nochmal Fragezeichen. Gegner. Nice, haben wir geschafft. Komm, wir sind risky. Fragezeichen belohnt uns hier tatsächlich. Das ist nice. Ein Glück. Alter, bei denen bin ich auch immer, das ist auch immer ziemlich krass. Was wollte ich sagen? Auf den anderen Accounts habe ich bisher es noch nicht geschafft, ein Leggy zu bekommen. Weil ich halt weil ich da noch nicht großartig weiter mich durchgepilzt habe und das auch eigentlich nicht vorhabe, großartig mich dadurch zu pilzen, weil es mir das da halt nicht wert ist. Allerdings nutze ich die Free Tries, die man halt hat. Insbesondere auf meinem Free-to-Play-Account, der freut sich da sehr drüber. Mein Berserker hat schon viele coole, epische Gegenstände bekommen, ich gehe hier einfach mal weiter, man muss es einfach so sagen, ich nicht bekommen hätte, wenn ich jetzt ganz normal, oder wenn es ein ganz normales Epic-Event gewesen wäre. So, ne? Also für Free-to-Play-Spieler ist das auch schon ein geiles Event. Natürlich gibt es dann da die ein oder anderen Kritiker von
von diesem Update hier natürlich auch, ne? Kann ich natürlich auch verstehen irgendwo. Ach komm, muss ich wieder Schaden kassieren hier. Ja, aber man muss auch einfach dazu sagen, dass man halt auch tatsächlich als Free-to-Play-Spieler sehr gute Sachen hier rausbekommt, die man mit einem ganz normalen 5-fach-Event so nicht bekommen hätte. Und das sind halt die epischen Gegenstände. Ne? Und das sind halt relativ viele, wenn man ein bisschen Glück hat. Und dann bekommt man halt auch noch zusätzlich ein bisschen Gold, ein paar normale Gegenstände und so weiter und so fort. Also ja, das ist schon ziemlich cool. Ich glaube, ich farme jetzt noch ein paar Monster. Wir nehmen aber trotzdem die Fragezeichen mit, weil ich glaube, ich bräuchte noch ein paar Schlüssel für die letzten paar Etagen. Ich glaube, das mache ich jetzt noch. Ich farme jetzt noch ein paar Monster, weil die machen jetzt auch schon gut Schaden, aber die ab Stufe 150 machen halt deutlich mehr Schaden. Und deswegen, versuche ich hier noch vielleicht 1, 2 Schlüssel mitzunehmen, damit wir nicht so viel fighten müssen, die letzten 50 Etagen. Und ja, ist eine Falle, ist natürlich nicht so cool. Müssen wir mal einen Schlüssel nehmen hier. Ja, und das ist eigentlich so auch die beste Strategie, die ihr haben könnt, dass ihr die ersten 100 Etagen Schlüssel farmt und danach dann versucht, so viel wie möglich dann Türen zu öffnen von den Schlüsseln, die ihr gefarmt habt. Ich glaube, es ist sogar gar nicht so verkehrt, wenn man am Anfang auch für die Monster durch ein paar Fallen geht, weil die Fallen am Anfang auch nicht so viel Schaden machen. Und wenn ihr dafür einen Schlüssel bekommt, dann hat sich das gelohnt. Ja. Bis wann sich das allerdings lohnt, ist natürlich fraglich. Das kann ich euch jetzt auf den genauen Punkt jetzt so nicht sagen. So, ne? Allerdings machen die Fallen halt zum Anfang relativ wenig Schaden und es ist auf jeden Fall besser, dafür einen Schlüssel dann zu kassieren, als später sehr viel Schaden zu bekommen. Und ja, so, wir müssen uns vor dem Endboss sowieso nochmal hier reviven. Das wird sonst nichts, deswegen, versuchen wir hier nochmal das Beste rauszuholen, nochmal einen Schlüssel. Ne, leider Gold. Ich meine, ist auch gut, ne, aber ja. Gehen wir mal hier rein und versuchen mal zu flüchten. Schade. Gut, hat nicht geklappt. Gehen wir hier lang. Den nehmen wir mit. Schlüssel vielleicht noch. Die letzten 2 Etagen, nee. Fragezeichen. Hier vielleicht nochmal. Und dann versuchen wir jetzt mit den letzten Schlüsseln, die wir haben, durch die 50 Dungeon-Etagen hier durchzukommen. 16 Schlüssel haben wir noch. Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen werden. Ich hoffe auf sehr viele Türen, weil das sind natürlich mehr oder weniger fast safe Räume und wir bekommen eine Waffe. Alter, guckt euch mein Inventar an. Eieieiei. Also es lohnt sich schon sehr, muss ich sagen. Was haben wir hier? Oha. Eine Dreierwaffe sogar mit fast einer 5000er Spanne. Alter. Aber meine jetzige ist auch gut. Die hat ein paar mehr Basispunkte, so plus 14 mehr. Macht im Durchschnitt weniger diese hier, der Bezweifler-Bezauberer, aber die Spanne fast 5k rechts raus. Also mit den Waffen hatte ich jetzt Glück gehabt, muss ich sagen, die letzten Tage. Da habe ich sehr gute Spannen drauf bekommen. Ja. Die Epics legen wir uns erstmal hier beiseite, den Rest verkaufen wir. Zum Glück habe ich jetzt so ein schönes großes Inventar. Da brauche ich nicht viel mit strugglen. Ne? Und ja, wir machen weiter. So, und jetzt die letzten Etagen einfach nur noch versuchen, immer auszuweichen, die Gegner zu umgehen. Die letzten 50 Etagen lohnt sich halt überhaupt nicht mehr großartig, die Gegner anzugreifen, weil die viel zu viel Schaden machen. Und dafür habt ihr jetzt halt eure Schlüssel aufgehoben, um die jetzt zu nutzen und zu hoffen, dass jetzt ein paar Türen kommen. Deswegen lohnt es sich halt jetzt nicht mehr, die Gegner für Schlüssel zu besiegen. Dafür habt ihr die ersten paar Etagen gefarmt. So, wir bekommen hier aber nur Fragezeichen leider und wir bekommen hier auch sehr viel auf den Sack. Wirklich nur Fragezeichen hier. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, jetzt müssen wir nochmal was investieren hier. Ja, das ist leider wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass wir hier so sehr auf den Sack bekommen. Ja. Wenigstens mal ein Durchlauf hier. Ja, wir könnten das Glück haben und ein paar... scheiße. Lava. Das ist natürlich ärgerlich. Das
das ist jetzt immer so die Frage. Sollen wir einfach weitergehen oder... Ach komm, ich gehe einfach weiter. Scheiß drauf. Scheiß drauf. So. Weil wäre das nämlich ein Gegner gewesen, ist die Chance, dass wir dann auch nochmal auf den Sack bekommen. So, 16 Schlüssel haben wir. Jetzt wird hoffentlich... Jetzt beginnt halt der lustige Part. Hier ist die Falle, aufpassen. Ne? Jetzt beginnt der lustige Part, der am meisten Spaß macht. Und zwar das Looten. Ja. Die ersten 100 Etagen... Ich glaube, der steht immer auf, oder? Ist das irgendwie... Ja. Ich glaube, das ist irgendwie auch abhängig davon... Nice. Wie die Gegner aussehen. Aber habe ich noch nicht so sehr drauf geachtet. Wir gehen mal hier lang. Ich habe keinen Bock auf die Falle. Nice. Ja, da muss ich auch mal ein bisschen mehr drauf achten, wie das da aussieht. Ob das irgendwas zu bedeuten hat. Also das Charakterdesign von den Leuten, die da auf dem Boden liegen. Ne? Ja. Und wie gesagt, die letzten 50 Etagen machen dahingehend am meisten Spaß. Scheiße. Da man halt, wie gesagt, hier die ganzen Schlüssel, die man sich angefarmt hat, jetzt nutzen kann, um halt durch die Türen zu gehen, wenn welche kommen, natürlich. Ne? Das ist natürlich die Frage denn. Und ja. Okay. Also der mit der Robe stand auf und der mit dem Helm stand jetzt auch auf. Ja, also das hat, glaube ich, mit dem Aussehen nichts zu tun. Ich dachte, da gibt es vielleicht nochmal so einen kleinen Trick oder so. Ne? 6 Schlüssel haben wir jetzt noch. Könnte knapp werden. Ja. Da wir ja jetzt, wie gesagt, keine Monster mehr fighten. Bekommen wir natürlich nicht so viele Schlüssel hier. Deswegen müssen wir schauen, ob das denn reicht dafür. Könnte sein, dass ich vielleicht nochmal das ein oder andere Monster fighten muss. Mal schauen, was haben wir hier? Hier haben wir Glück mit den Türen. Hier nochmal rein. So, 2 Schlüssel hebe ich mir jetzt vielleicht noch auf, falls wir vor die Wahl gestellt werden, ob Falle oder Tür. Ne? Hier gehen wir einfach weiter. Den ignorieren wir straight. So, dann gehen wir mal das Monster. Wir flüchten einfach. Es hat keinen Sinn, die anzugreifen. Die machen zu viel Schaden. Hier, sowas. Da ist das natürlich gut, sich noch einen Schlüssel hier aufzubewahren. Wahrscheinlich brauche ich noch ein paar Schlüssel mehr. Weil öfter nochmal die Situation kommt, weil so, es fehlen ja jetzt immer noch ein paar Türen so, ne? Ja, und deswegen hätte ich von Anfang an ein paar mehr Schlüssel gebraucht. So, jetzt müssen wir halt irgendwie hier durchkommen ohne Schlüssel. Das ist natürlich schwierig, ne? Deswegen fighten wir den lieber nochmal und hoffen, ja, guck mal, wie viel Schaden er macht, und hoffen auf den Schlüssel, das ist sehr gut. Ja, da gehen wir nicht durch. Fighten vielleicht nochmal das Monster, bekommen hier vielleicht nochmal einen Schlüssel, das wäre lucky. Ja, sehr gut. So, hier nehmen wir das Fragezeichen. Schade. Schade, doppelt schade. So, und dann nähern wir uns jetzt schon langsam den letzten 10 Etagen hier vom Dungeon. Nehmen wir die Tür. Ne, hier gehen wir schnell vorbei. Gut, hat nichts gebracht. Jetzt gucken wir. Hier müssen wir durch die Tür, sonst sind wir tot. Hier gehen wir einfach weiter. Hier nehmen wir mal das Monster und versuchen zu flüchten. Okay, ja gut, hat nicht geklappt. Ja, weil, wie gesagt, ich will mir safe noch einen Schlüssel aufbewahren, falls ich vor die Wahl gestellt werde, ja, ne? Oder man dazu geforst wird, dass man halt durch eine Falle durchgehen muss. So, 5 Türen noch, wir gehen nochmal hier lang. Scheiße. So, aber das sollten wir haben jetzt, denke ich mal. Die Hälfte des Lebens dürfen wir nur noch verlieren. Eine Truhe, nice. Sehr gut, 5 Etagen noch. Hier nehmen wir die Tür einfach mal. Auf Safe. Kiste, bitte kein Damage. Sehr gut, danke. 7, hier müssen wir da durch. Sehr gut, nochmal eine Truhe, das ist nice. 8. So, Monster. Ja, versuchen zu flüchten. Shit. Gut, sollten wir aber trotzdem schaffen mit dem Try hier. Was haben wir hier? Gut. Nehmen wir nochmal das mit. 99 und sind beim Endgegner. So, wir gucken. Wir sind hier bei Diablo oder Variablo, besser gesagt. Ja, ist ja, wer es nicht wusste, eine Anspielung an die Diablo-Teile der Dungeon hier, was natürlich sehr nice ist. Und wir bekommen das nächste Legendary Item und es ist tatsächlich kein doppeltes Item. Wir haben den Gürtel bekommen, ja. 7 auf einen Streich könnte missverstanden werden. Wir haben das
zweite Legendary Item. So, und den nächsten Try, den machen wir auf jeden Fall morgen. Dafür, so viel kann ich euch schon mal versprechen. So, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, einen Riesenfehler gemacht. Ich habe meine kompletten auf Gegenstände-Items nicht angezogen. Das ist ja bitter. Ich habe hier einmal den Ring, aber ich habe vom Marquardt vergessen, die Qualitäts-Items anzuziehen. Ach du Scheiße. Das war ein ziemlich harter Fail, muss ich sagen. Das ist ja richtig ätzend. Aber der sollte trotzdem ein bisschen besser sein, der Gürtel. Wir ziehen mal unser Main-Equipment an. Ja, plus 69. Ja, der hätte wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein können. Aber plus 69 ist natürlich schon eine Ansage, ne? Trotzdem gut. Aber es ärgert mich. Mir haben jetzt halt 3 Qualitätspunkte gefehlt jetzt. Da hätte ich mal eher drauf achten sollen. Ja, auf jeden Fall haben wir das Item hier bekommen. Das ist am meisten wert. So, hätte ein besseres Item sein können. Ne? Das versuche ich auf jeden Fall, dass das nicht mehr vorkommen wird hier. Zack. So, haben wir das Item drin. Dann bekommt mein Marquardt das hier, da freut er sich drüber. Ja. Das Ding schmeißen wir noch nicht in die Toilette. So, jetzt haben wir hier den Gürtel. Jetzt müssen wir mal schauen, wir haben hier ein paar Lebensenergie-Items, ne? 8, 13 haben wir hier noch. Okay, auf den Ring haben wir noch hier. Warte mal, 15 war ja der Bonus gewesen. Ja, genau, 15 war das höchste. Das heißt, wir haben durch diese 2 Items jetzt schon die Lebensenergie tatsächlich komplett abgeriegelt, ja. Also das heißt, wir können hier die Lebensenergie drauf lassen und können hier 2 andere Verzauberungen drauf machen. Das ist natürlich sehr nice. Aber damit warten wir noch ein bisschen ab. Da wir vielleicht noch ein paar Gegenstände jetzt am Freitag bekommen werden, ne? Und ja, da werden wir uns natürlich nochmal ein bisschen neu equippen. Und, achso, naja gut, die haben ja natürlich immer Lebensenergie. Stimmt, die sollen immer Lebensenergie drauf haben, die Items hier. So, also muss man gucken, dass man die Runen ändert. Aber wenn ich jetzt andere Items bekomme noch, durch die Legendary Runs noch, ja, dann brauche ich mir jetzt die Items jetzt hier nicht großartig andere Runen drauf zaubern, wenn die bald wegkommen hier, die Items, ne? Also ja, das ist auf jeden Fall mein zweites Legendary, was wir hier bekommen haben, der Gürtel, ja, der gute alte Gürtel. Und ja, das soll es denn soweit gewesen sein, weil wir verbessern das mal noch eine Stufe hier. Das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.